Ja, herzlich willkommen bei Cargold heute Mittag zu einem neuen Dreh mit einem Mercedes 220 S Cabriolet. Gebaut wurde der Wagen 1959. Zur Wirtschaftswunderzeit war das auch wirklich ein Auto für Wirtschaftswunder erfolgreiche Menschen. Gibt von dem Auto 2000 Stück, mehr sind davon nicht gebaut worden. Hat eine Vergaserversion dieser hier, deswegen heißt er auch 220 S. Hat damit 106 PS erreicht, ist 160 Stundenkilometer schnell gewesen und ist ein sehr, sehr schönes, hochwertiges Mercedes Cabriolet gegen Ende der 50er Jahre. Ja, das Auto hat eine Viergang-Lenkradschaltung, das war damals so. Etwas später gab es dann noch Hydrak, das war aber ein bisschen komplizierter. Die ersten Automatikgetriebe, unser hat die Viergangschaltung. Also einfach das H, oben, unten und oben links war der Rückwärtsgang. Also was auffällig ist an dem Auto, dass der seinerzeit äußerst hochwertig verarbeitet wurde. Schaut euch mal dieses traumhafte Massivholz-Armaturenbrett an. In diesem Falle hier aus Wurzelholz, gab es auch ein Zebrano-Holz. In einem wunderschönen Zustand. Das hat der Besitzer, der vorherige, jetzt komplett erneuern lassen. Das ist sehr, sehr aufwendig, das kostet sehr, sehr viel Geld. Das Schöne an dem Wagen ist, man kann sagen, es ist fast ein viersitziges, hochwertiges Cabriolet. Also auch die hinteren Bänke sind sehr, sehr groß dimensioniert, dass man auch weitere Reisen machen kann. Das Auto hat die Pontonform, deswegen wird diese Modellreihe aus den 50er Jahren auch in der Regel im Sprachgebrauch Ponton genannt. Und das hier ist ein Ponton, der in den Niederlanden restauriert wurde, vor ungefähr 10 Jahren. Vollständig restauriert worden, und der Besitzer, der dann den Wagen auf der Techno-Klassiker erworben hat, hat dann nochmal diverses Geld hier in Deutschland in die Technik gesteckt. Also der Wagen zeigt sich insgesamt in einem wirklich guten Zustand, ist ein sehr, sehr schöner Gebrauchs-Oldtimer, und für dieses Geld bekommt man normalerweise auch einen Mercedes 190 SL. Nur das Schöne ist bei unserem Auto, das ist halt ein Sechszylinder, dieser Motor, und der hat einen ganz anderen Durchzug als ein Mercedes 190. Und er bietet eigentlich für das gleiche Geld sehr, sehr viel mehr Auto, als das beim 190er ist. Ja, ist ein bisschen schwierig. Wir fliegen ja hier mit Drohne, weil wir wollen euch zeigen, wie toll so ein Wagen von oben aussieht. Und das müssen wir jetzt alles koordinieren. Wir filmen mit 4 Kameras, mit entsprechenden Mikrofonen. Dann fliegt die Drohne um uns herum. Also sag mal, das ist für uns Neuland. Aber ihr habt ja schon bei den ersten Filmen gesehen, dass sich das doch lohnt. Und das ist einfach schön, wenn man so ein Auto von oben oder von der Seite fahren filmen kann. Das können wir normalerweise, wenn Paul hier im Auto sitzt, nur mit der Kamera einfach gar nicht zeigen. Ja, schaut euch den Wagen an. Hier oben Aschenbecher, alles sehr, sehr teuer und aufwendig gemacht. Dann hier dieser, ja, wie sagt man, Breitbandtacho, der geht bis 180. Der Wagen ist ja spitze 160 gefahren, war also relativ schnell für ein Cabriolet und ist höchstwertig gearbeitet. Hier alles in Chrom, das könnt ihr sehen, das auch in einem sehr, sehr guten Zustand, weil der Wagen, wie gesagt, komplett restauriert wurde. Und das ist bei einem Ponton Cabrio sehr, sehr aufwendig. So, hier interessant bei den Autos, Blinker rechts, muss hier der Chrom-Lenkradkranz bewegt werden. Da könnt ihr sehen, Blinker sind vorne langgezogen auf den Kotflügeln bei dem Auto. Sieht sehr, sehr elegant aus, war natürlich auch sehr hochwertig, weil die Blinker damals alle in Chrom eingefasst waren. Also wenn so ein Teil kaputt ist oder kaputt geht, merkt man das immer gleich an der Geldbörse. Aber wie gesagt, keine Sorge, ist hier alles bestens im Zustand. Ist ja wie gesagt restauriert worden. Ja, weißes Lenkrad, so ist er ausgeliefert worden. Sah damals absolut schick und edel aus, hier mit Chromring auch noch drin. Jetzt geht es nach links, also muss ich Blinker links machen. Runterschalten, so eine Lenkradschaltung ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn man das mal raus hat, funktioniert das dann auch. Aber die Ponton gab es also fast nur so, die konnte man sich anders gar nicht aussuchen. Später ist man dann wieder zur Mittelautomatik und Mittelschaltung übergegangen. Ist ja heute im Straßenverkehr sehr, sehr selten so ein Wagen. Das Interessante bei unserem Auto, er hat einen sehr, sehr großen Kofferraum. Der Wagen ist vielfältig einsetzbar, er kommt gut die Berge hoch, ob seines Sechszylindermotors. Er hat 2,2 Liter Hubraum, das ist ausreichend. Und ich sage mal, normalerweise fährt man ja so ein Auto 120, 130, mehr fährt man nicht, und die bringt er wirklich gut. Interessant bei dem Wagen, er hat ein gefüttertes Stoffverdeck, was sehr, sehr dick ist, hier auch restauriert. Also es gibt ja diese dünnen Flatterverdecke, das hat er nicht. Der Wagen lässt sich eigentlich fast wie eine Limousine fahren. Hat hier noch die schönen alten Ausstellfensterchen. Wenn es mal sehr warm wird, kommt da herrlich der Luftstrom rein. Das ist gut gelöst bei diesen Autos.
Hat man ja später weggelassen, aus Diebstahlgründen gab es das dann nicht mehr. Hat hier in der Mittelkonsole dieses schöne originale Becker Mexiko, so sah das Radio mal aus damals, sehr, sehr hochwertig gemacht. Die schöne Uhr hier von VDO hier oben in der Mitte und ihr könnt sehen, das ist alles neu, das hat man alles renoviert. Also man hat hier nicht irgendwelche Dinge weggelassen, sondern man hat auf jedes Detail geachtet. Schaut mal, wie schön hier alles rotes Leder hier unten, oben das tolle massive Wurzelholz. Frisch gemäht. Ja, die Wiesen ist gemacht. Naja, also die Bauern haben wieder alles vorbereitet, dass wir hier einen tollen Film drehen können. Wir haben mal das Problem, wenn dann die Wiesen so hoch ist, dann versinkt das Auto drin. Aber wir haben hier die Genehmigung, wir dürfen hier sogar fahren, was natürlich toll ist. Ja, was machen wir jetzt? Handbremse ziehen, aussteigen, würde ich sagen. Handbremse ist hier unten, könnt ihr sehen. Funktioniert auch alles hier, alles schön chrom, alles neu gemacht vor allen Dingen. Und die Maschine läuft sehr, sehr gut. Also man merkt, dass der auch technisch gemacht ist. Also ist ein ganz toller Motor, der seidenweich läuft, dafür war der bekannt. Und der Block war eingebaut bis zur Mercedes 280e. Ist einer der erfolgreichsten Mercedes-Konstruktionen, die es überhaupt gegeben hat, von Daimler-Benz. Über 30 Jahre, tolle Maschine. Und schaut euch mal diese wunderschöne Front vorne an, mit dem schönen großen Stern, mit den schönen Kotflügeln. Auch das hat es ja bei Mercedes 20 Jahre lang gegeben. Und das war dann eigentlich erst beim Modell 116 vorbei. So hat mal Mercedes ausgesehen. Ich steige jetzt mal aus. Schaut euch mal an, unter so einer schönen Linde hier von der Bayerischen Kapelle, Mercedes 220 S Ponton Cabriolet aus 1959. So sieht der Wagen aus. Also was bei dem Auto damals äußerst hochwertig gestaltet war, ist dieser dicke Chrom gewesen. Schaut euch das mal an. Deswegen sind die Teile heute für so einen Wagen auch wahnsinnig teuer. Und die haben, wenn die nicht gepflegt waren, alle Pickel auf dem Chrom. Und dieser hier hat wirklich ganz tollen, neuwertigen Chrom. Schaut euch das mal an. Man hat ja damals sogar Chrom genommen, hier um die Radläufe. Dann hier vorne müsst ihr bei so einem Auto immer achten, dass der auch gut eingepasst ist. Das heißt, dass die Karosserie gut gearbeitet ist. Das ist das Auto. Hier schaut mal bis nach hinten, sitzt das alles perfekt. Und wenn ihr so ein Chrom für so ein Auto neu braucht, kostet das Tausende von Euro. Kostet ein Vermögen. Das gleiche gilt natürlich für diese Chromstoßstangen. Das ist alles auch der schöne Kühler. Er hat übrigens die Original-Mercedes-Plakette nicht aus dem Ersatzteilhandel, sondern das sind noch die Originalen. Auto hat sehr, sehr schöne Details. Auch die Nebellampen, das zeigt sich alles neu. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, das Auto ist nicht im Zustand 1. Ich bin ja immer so ein bisschen pingelig, was das angeht. Er hat so in der Restaurierung, ich habe ja schon Originale verkauft, so kleine Detailfehlerchen, die ein bisschen besser gemacht werden könnten. Aber insgesamt ist das ein sehr, sehr schöner Wagen. Und was ich toll finde, es gibt nicht viele silberne. Und dann auch mit dem roten Leder, da sieht er einfach fantastisch aus. Schaut euch auch mal an diesen schönen, aufwendig gebauten, massiven Chromrahmen hier um die Scheiben herum. Der ist auch wirklich neuwertig. Also das ist in einem ganz, ganz tollen Zustand. Also dieses Auto hat ganz, ganz viele Details, wo man sagen kann, das ist Zustand 1, wenngleich das gesamte Auto natürlich keine 1 ist. Aber es ist ein guter Wagen. Was mir aufgefallen ist, das sind zwar auch neu gemachte Ledersitze, die entsprechen aber nicht ganz dem Original. Also die Perforierung bei den Sitzen hat damals ein bisschen anders ausgesehen. Aber wenn ich mir da wieder die Türverkleidung angucke, also das ist alles sehr, sehr schön gemacht. Auch das Armaturenbrett, das ist von einer vorzüglichen Qualität. Teppichboden sind auch nicht so ganz original, aber es ist nahe am Original dran. Ja, er hat eine rote Persenning, er hat da drunter ein schwarzes Verdeck, das haben wir jetzt mal nicht geöffnet. Hat auch hinten neue Lampen, Original Mercedes. Hier ist der 220 S-Zeichen, das hat also nicht jeder hinten drauf. Das ist ein S, es gab ihn auch als SE, als Einspritzer. Der S hat 106 PS, der Einspritzer 120 PS, aber das macht es nicht. Der SE ist ein bisschen komplizierter von der Technik. Die 6-Zylinder-Maschine kann wirklich jeder reparieren. Das ist ein problemloses Auto. Und wenn der in Ordnung ist, dann kann der Wagen jahrelang wirklich toll bewegt werden. Das ist einfach ein schöner Wagen. Er hat übrigens einen 65-Liter-Tank, Verbrauch so um die 12 Liter. Man kann ihn auch mit 10 Litern fahren. Super Benzin natürlich. Macht mal ein bisschen Bleizusatz rein, also überhaupt gar kein Problem. Und dann ist das ein Oldtimer, mit dem ihr jahrzehntelang Freude habt. Die Karosse ist komplett gemacht. Er ist sehr, sehr schön lackiert. Er hat Weißwandreifen, hat man ja zu der Zeit gerne genommen. Und er zeigt sich insgesamt wirklich in einem schönen Zustand. Er glänzt toll, ja, und fahren tut er auch schön. So, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, wie das unter der Haube aussieht. Eine 220 S-Maschine. Hier rechts ist der Haken. Schaut mal da rein. Also das ist auch in einem guten Zustand wie das ganze Auto. Ob das die Stehwände sind hier vorne, hat die Originalaufkleber. Man hat jetzt hier
Den Kopf, da hat man poliert, das war jetzt nicht ganz original, kann man machen, sieht noch ein bisschen schicker aus, war normalerweise stumpf, aber das soll es jetzt nicht sein. Aber die ganzen Details an dem Auto sonst sind alle richtig. Das ist insgesamt ein schönes Auto und man bekommt eigentlich, also wenn man sich überlegt, dass so ein Wagen bei knapp 150.000 Euro liegt, finde ich das sehr, sehr interessant vom Preis. Man bekommt ganz, ganz viel Auto für verhältnismäßig wenig Geld. Also 190er oder Pagoden kosten das Gleiche und da habt ihr von so einem Wagen wesentlich mehr. Man hat auch einen viel höheren Nutzgrad, man kann mal Leute mitnehmen, man kann mal lange Reisen damit machen, hat einen schönen großen Kofferraum hinten, da kommt wirklich gut Gepäck rein. Und ich finde gerade bei dem Wagen, also Silber finde ich toll, die haben da teilweise bei diesen Modellen so Bonbonfarben damals verwendet, braun-beige oder blau-beige oder irgendwie sowas, das muss man mögen. Das war ein bisschen quietschig, das sieht edel aus, meine ich. Und wem die Weißwandreifen nicht gefallen, die sind auch neu, die waren halt original, da kann sich normale drauf machen, dann kommt der Wagen ein bisschen leiser daher. Ja. Also wenn man so ein Auto voll restauriert, ist man gut und gerne fast 200.000 Euro los. Das darf man nicht ganz vergessen, weil die in den 50er Jahren die Autos also höchstwertig gebaut haben, mit Details, die hat es später gar nicht mehr gegeben. Also ob das der Chrom ist oder das edle Holz, was man damals dafür verwendet hat, kostet halt viel Geld. Und bei den Autos, wenn die dann original sind aus der Zeit, die sind ja 60 Jahre alt, ist natürlich vieles nicht mehr in gutem Zustand. Und wenn man dann alles machen muss, ist das ein Problem. Aber er fährt sehr schön, er beschleunigt auch gut, wie ihr merkt. Der zieht gut durch, schaut mal hier. Ja, da kann man richtig, na sportlich vielleicht nicht, aber man kann ihn aktiv fahren. Also es ist nicht ein Auto, wo man Angst haben muss, dass man von hinten überholt wird. Also laufen tut er sehr schön. Und er fährt auch ganz ordentlich geradeaus. Servolenkung hat er natürlich nicht. Die ist damals noch nicht verbaut worden bei den Autos, aber ist auch nicht nötig. Das ist ja ein 6-Zylinder-Motor mit 2,2 Litern, der ist nicht so schwer. Also er lässt sich sehr, sehr gut bewegen, sehr kommod. Und ich finde, es ist ein schönes Fahrzeug, ein sehr, sehr schönes Auto. Wer einen Oldtimer haben will mit einer einigermaßen stabilen Geldanlage, der auch an Wert nicht verliert, der ist mit dem Ponton Cabrio genau gut aufgehoben. Ja, also man merkt, dass in den Wagen wirklich Geld gegangen ist, an vielen, vielen Details. Ich hätte so ein paar Kleinigkeiten, die man noch verbessern könnte. Das ist ein Auto, sage ich mal, wo man immer noch mal 10.000 Euro im Pocket haben muss. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Also ich sage mal, das ist überschaubar, wie ich meine. Motor läuft gut, die Achsen hören sich gut an, er schaltet sich vernünftig, er bremst gut. Das Auto hat ja noch Trommelbremsen, seinerzeit gab es die Scheibenbremsen noch nicht, jedenfalls nicht im Serienbau. Und warte mal, wollen wir noch mal gucken. Ja, er bremst schön. Zieht ganz leicht nach links, aber das tut sich. Die Herrschaften, von denen ich das Auto jetzt erhalten habe, die geben ihre Sammlung auf. Die hatten so 10, 12 Autos, haben gesagt, so viele können wir nicht bewegen, deswegen geben wir ihn wieder ab. Dort hatten sie ihn ungefähr 8 Jahre im Besitz. Sie haben ihn immer wieder genutzt für viele Ausfahrten, wie ich weiß. Waren sehr zufrieden mit dem Wagen und wir haben jetzt schon einige Autos aus dieser Sammlung verkauft. Alle mit guten Ergebnissen, also die Leute, die dann die Autos gekauft haben, die waren sehr zufrieden. Und das gilt auch für diesen Ponton hier. Ist ein ordentlich restauriertes Auto, der Wagen ist bodenständig gut gemacht. Und der neue Käufer von dem Wagen wird sicherlich viel Freude damit haben. Also ich finde halt toll, dass er so eine schöne Farbkombination hat, die relativ neutral ist und trotzdem auf dem Auto sehr, sehr charmant aussieht. Sehr schönes Fahrzeug, sehr, sehr schön. Ja, schauen wir, dass wir heimkommen, bevor wir jetzt nass werden. Es hat sich zugezogen, ist dunkel geworden. Natürlich haben wir unser Verdeck dabei, das auch gut wasserdicht ist. Haben wir jetzt zwar nicht rausgeholt, es ist ja warm, wir können so schön offen fahren. Da wollen wir mal rechts abbiegen und wir sind jetzt auf den letzten 1000 Metern nach Beuerberg. Das ist wirklich eine schöne Probefahrt. Es ist ein schönes Mercedes Cabriolet. Und wer Lust hat auf die 50er Jahre und so diesen Flair zu erleben mit so einem Auto, ist das wirklich gut möglich, zumal er technisch auch revidiert wurde. Er fährt sehr schön, die Maschine klingt gut. Ist ein Auto, was auch aus Umweltgesichtspunkten nicht allzu viel verbraucht. Der hat ja nur einen 65-Liter-Tank, daran erkennt man das. Er zieht also keine 15 bis 20 Liter weg.
Das ist ein Auto, womit man viel Freude hat. Schaut euch mal den schönen großen Stern an. So groß ist der in den 50er Jahren gewesen. Es gab da nur noch seinen größeren Bruder, das war der Mercedes 300S. Da sind aber nur wenige 100 von gebaut worden. Wer sich damals ein Ponton Cabrio leisten konnte, der hatte es geschafft. Der gehörte schon zu den Großen des Wirtschaftswunders in Deutschland. Sind auch von diesen Autos diverse nach Amerika exportiert worden. Unser Auto übrigens auch und ist vor ungefähr 20 Jahren zurückgekommen nach Europa. Wir haben auch noch die Originaldatenkarte. Das Auto hat eine sehr, sehr schöne Akte, wo man so einiges nachlesen kann über den Wagen. Also rundherum, der Wagen bietet sich oder stellt sich so dar, wie ein Oldtimer gehört. Hat eine gute Dokumentation. Man sieht, dass da viel investiert wurde. Es wurde auch gut gemacht. Es hat auch einiges gekostet, das kann man sehen. Man hat auf Originalität geachtet. Viele Originalteile verbaut. Hier vorne seht ihr noch die kleinen Scheibenwischerchen, so war das damals. Scheiben sind ja erst im Laufe der Jahrzehnte immer größer geworden. Die waren zu der Zeit noch verhältnismäßig klein. Und das Auto ist eigentlich der direkte Nachfolger vom Mercedes 220a Cabrio. Die Ponton-Karosserie ist die erste selbsttragende Karosse. Vorher hat Mercedes nur Autos gebaut mit einem Holzrahmen. Und da wurde dann auf den Holzrahmen die Karosserie draufgebaut. Das ist hier nicht mehr so. Hier ist alles, hat natürlich viele Hohlräume hier zum ersten Mal. Das ist hier alles aus Metall. Die erste selbsttragende Stahlkarosserie. Und das war damals, also was die Modernität angeht, ein ganz großer wegweisender Schritt von Daimler-Benz. Da wurde kein Holz mehr verbaut. Das Holz war immer das Problem, dass wenn es Nässe gezogen hat, sich dann aufgeblasen hat und dann war das kaputt, dann hingen die Türen. All diese Probleme, das hat der hier nicht. Wie gesagt, erste selbsttragende Karosserie. Also in den 50er Jahren war der Wagen super modern. Ja, dass er 160 Kilometer schnell ist, sagte ich euch schon, dass diese Maschine den Ruf hat, sehr, sehr lange und sehr, sehr gut zu halten. Der Wagen, so ein Motor konnte ohne weiteres 250.000 Kilometer fahren. Und wenn man sich überlegt, der Wagen hat Matching Numbers, hier vorne tut noch die Originalmaschine Dienst, so wie er 1959 geliefert wurde, ist er heute auch noch, aber das ist alles mal überholt worden. Ist klar, nach so langen Jahren war das mal nötig. Aber es ist gemacht worden. Ich kann euch sagen, fahren tut er wirklich sehr, sehr schön. Das merkt ihr auch. Der zieht schön durch, der läuft ruhig. Ja, wenn ihr Lust habt, schaut gern weiter unsere Filme. Ich kann euch sagen, das macht unserem Team viel, viel Spaß. Und wir merken selber, dass wir Stück für Stück besser werden, immer professioneller. Und man sieht das an den Aufrufzahlen. Ich glaube, es macht euch auch Spaß. Wir haben schon die nächsten tollen Autos bei uns in der Werkstatt stehen, das heißt in der Halle. Das werden wir die nächsten Tage machen. Ich mache dann zwar mal 10 Tage Urlaub, was relativ selten vorkommt, aber wir haben so ein bisschen auf Vorrat produziert, dass ihr also auch die nächsten Tage weiter Filme zu sehen bekommt. Ja, da ist Beuerberg. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Stefan Luftschütz und ciao.